die Mesoamerika-Ausstellung im Museo Nacional de Antropología. Hast du Lust? Also, eigentlich habe ich noch jede Menge zu tun. Ach komm, so ein paar Stunden Ablenkung, die schaden doch nicht. Tja, dann kann ich wohl nicht mal Nein sagen. Entschuldigung, dürfte ich einen Blick in Ihre Tasche werfen? Das ist bestimmt ein Missverständnis. Können Sie mir erklären, wie das in Ihre Tüte kommt? Also ich habe das Teil noch nicht mal angerührt. Dann ist es wohl in Ihre Tüte geflogen. Nein, aber ich habe keine Ahnung, wie das Teil in meine Jetzt Tüte... machen Sie es doch nicht noch schlimmer. Kommen Sie mit rein. Passen Sie auf. Wir hängen das Teil einfach wieder hin und vergessen das Ganze, okay? Ich muss Ihre Personalien aufnehmen. Also bitte. Das ist doch Unsinn. Das Ganze hier ist ein Missverständnis. Christian ist kein Dieb. Jetzt kommen Sie schon. Aber die Steinschalensammlung war echt beeindruckend, oder? Ja, vor allem, dass sie da drin das Blut ihrer Menschenopfer gesammelt haben. Tja, so war die Kultur. Du bist ja ganz schön abgebrüht. Wieso? Ich sage ja nicht, dass ich das gut finde. Also ich hätte nicht gern zu Montezumas Zeiten gelebt. Ich glaube ich auch nicht. Aber war echt eine tolle Idee, die Ausstellung. Ja, hat's dir gefallen? Ja, total. Andi Fritsche? Na, du bist wieder in der Stadt? Ja, hi, aber hallo. Und anscheinend auch zur richtigen Zeit, wenn ich dir hier über den Weg laufe. Ja, dann lass uns doch mal wieder zusammen um die Häuser ziehen. Ich ruf dich an. Hoffentlich bald. Bis dann. Ciao. Wie hieß die denn jetzt noch gleich? Ist doch egal. Eine alte Freundin? Ja, eher eine Bekannte aus Clubs und so, aber schon ein Zufall, dass ich sie jetzt hier treffe. Vielleicht ist sie auf dem Weg in die Ausstellung. Nee, das glaube ich aber nicht. Da ist sie nicht der Typ für. Die meisten Frauen stehen doch nicht auf sowas. Ich denke, ihr habt euch ausgesprochen. Reines Wunschdenken. Ja, kommt, setzt euch. Und Sebastian wollte also echt die Taufe auf Königsbrunn machen? Es war nur ein Vorschlag. Ein Vorschlag? Es war eine Erwartungshaltung. Und zwar eine ziemlich bestimmte. Ladenstein. Was hast du ihm gesagt? Ja, was wohl? Kann er sich knicken. Zum Glück. Ich hätte echt keinen Bock gehabt, bei der Taufe meiner Schwester auch noch zu arbeiten. Na, das ist ja nun nicht so. Trotzdem, allein, dass er auf so eine Idee kommt. Zumindest haben wir jetzt klare Verhältnisse. Ich richte die Taufe aus, ich entscheide, welchen Glauben sie annimmt und wie und wo die Feier stattfindet. Gut so. Mahlzeit. Fehlt Salz? Danke. Ich raff es nicht. Wie kommt ihr das verdammte Teil in meine Tüte? Vielleicht ist es ja irgendwie vom Kleiderständer da reingerutscht. Einfach so. Ja, warum nicht? Du bist da blöd gegengestoßen, das Ding kam ins Rutschen und deine spar Tüte... dir das. Dann meint diese arrogante Zicke von Verkäuferin natürlich noch, sie hat einen riesen Fang gemacht. Aber hallo, was soll ich denn bitte mit so einem Oberteil? Und wenn du noch mal mit ihr redest... Komm, schon probieren kannst du es wenigstens. Und wenn du willst, dann komme ich auch mit dir. Sie hat den Diebstahl schon dem Boutiquenbesitzer gemeldet. Hi, sag mal, hast du zufällig Helena gesehen? Nein. Und du weißt doch nicht, wo sie ist. Kann ich etwa hell sehen oder was? Lass mich raten. Kannst du nicht? Mann, lass mich einfach in Ruhe, okay? Was ist denn los? Ich stehe echt schon mit einem Bein im Knast. Jetzt übertreib mal nicht. Christian, noch ist nichts entschieden. Olli, du weißt doch ganz genau, dass es gerade bei mir... Patrick Becker hat denn auch nichts gesehen.
Irgendwas Komisches, Verdächtiges. Ich ruf sie noch mal an. Sorry. Hey, Christian. Rebecca, hi. Du, ich muss unbedingt noch mal mit dir reden. Okay. Früher war ich öfter hier. Das ist mein Lieblingsplatz am Rhein. Wirklich schön. Na, was meinst du, wohin das gerade schippert? Nordsee? Wenn ich das so sehe, kriege ich gleich wieder Fernweh. Glaub mir, wenn ich die Kohle zusammen habe, bin ich hier sofort wieder weg. Afrika, Indien. Ja, ja, die Sehnsucht nach den fernen Ländern. So, ausgeträumt. Wow, sieht aber professionell aus. Ja, geht so. Nee, echt? Malst du viel? Es kommt immer ganz drauf an. Also, als ich noch auf Reise war, da auf jeden Fall. Aber seit ich wieder hier bin, fehlt mir irgendwie so das Feeling. Und jetzt hast du's? Das Feeling? Ich glaube schon. Mein Talent hält sich ja eher in Grenzen. Reicht gerade für ein paar Skizzen von irgendwelchen Ausgrabungssachen. Ach Quatsch, jeder kann malen. Von wegen. Ja, doch, sicher. Pass mal auf. Ich mal jetzt ein Porträt von dir. Ein Porträt? Dann zeige ich dir so ein paar Kniffe. Okay. Du kannst es schon ein bisschen sehen. Glaubst du, es war richtig, Sebastian so zurückzuweisen? Warum nicht? Weil, je mehr du ihn von Christina fernhältst, umso mehr wird er an ihrem Leben teilhaben wollen. Schließ ihn doch nicht von allem aus. Das ist eine Familienangelegenheit. Das geht ihn überhaupt nichts an. Oh ja, stimmt ja, Sebastian gehört ja gar nicht zur Familie, dass ich das auch immer wieder vergesse. Mann, Matthias, glaubst du nicht, dass es einfacher wäre, ihn ein bisschen mehr einzubeziehen? Ja, und dann? Dann will er immer mehr Einfluss. Nein, nein, so wie es läuft, ist es genau richtig. Und an Lydia und Christina denkst du dabei gar nicht? Wie meinst du das jetzt? Ja, wie wohl? So ein Streit zählt doch total an den Nerven. Ja, und vor allem an meinen. An Lydias und Christinas auch. Lydia ist tough und Christina ist viel zu klein, um davon was mitzubekommen. So, und jetzt ist das Thema für mich durch. Wohin willst du denn? In Schneiders. Braucht dringend ein bisschen Abstand. Besser so? Ja, das ist perfekt. Ja, dann lass mal sehen, wie weit bist du denn schon? Nein, nicht Wow. Und wo ist der Trick? konzentriertes Beobachten und lockere Linienführung. Hey, ihr zwei. Das ist ja ein Zufall. Was macht ihr hier? Hey, Lydia. Ich bin gerade auf dem Weg ins No Limits. Kommt ihr mit? Du, das ist nett, aber wir sind hier noch nicht durch. Andi ist gerade mitten im Bild. Du, da können wir ja auch noch später dran weitermachen. Also, ich habe auch eigentlich noch einen Termin auf dem Brandheimbau. Ja, dann. Ciao. Bis dann. Meine Jacke. Das kann er sich abschminken. Vollidiot. Was der sich einbildet. Hm? Ist da jemand wach geworden, hm? Noch eine Kleine? Bist du ausgeschlafen? Bist du ausgeschlafen? Oh ja, meine Kleine. Komm mal hier. Ja? Schau mal. Guten Morgen. Du bist so ein süßer Engel. Hm? Du hast überhaupt keine Ahnung, dass die Großen um dich herum momentan alle verrückt spielen. Ja? Ja, was? Ja, was ist da? Wer ist das? Echt? Mir ist nichts Verdächtiges aufgefallen.
Ihr habt doch von den Mädchen erzählt, die Christian angemacht haben. Können die nicht was mit der Sache zu tun haben? Stimmt. Das kann doch sein. Warum sollten die das denn machen? Naja, vielleicht, weil du sie hast abblitzen lassen. Aber du... Dir hat das Teil doch so gut gefallen. Ja und? Kann es nicht sein, dass es vielleicht irgendwie aus Versehen in die Tüte gekommen ist? Was? Christian. Olli, halt dich mal da raus. Irgendwie muss es doch in die Tüte gekommen sein. Also. Ungerechte Vorwürfe machen die Sache auch nicht besser. Ja, sorry. Ist eine beschissene Situation. Weißt du, das Problem ist, dass Schon gut. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder. Ja, ich gehe dann mal. Christian. Tut mir leid, dass ich dich so gemacht habe. Schon okay. Meine beiden neuen Schnuckelchen sind wirklich Gold wert. Verbreiten gute Laune, nicht nur bei mir, sind auch ansonsten sehr auf Zack. Naja, was sag ich? Aber du hast doch Matthias. Wie, was ist mit ihm? Mit Matthias? Ja, du hast doch gerade von ihm geredet. Ja, er scheint dich zu suchen. Hallo, Charlie. Kann ich mal mit dir reden? Ja, ich lasse euch alleine. Was gibt's? Ja, es tut mir leid, wegen vorhin. Ja, wenn es momentan um Christina geht, dann bin ich eben empfindlich. Das habe ich gemerkt. Kommt nicht wieder vor. Gut, ich mache die Verträge dann soweit fertig, wenn ich mich an der Stelle verabschieden darf. Ich habe da noch was zu erledigen. Matthias. Wegen unseres Gesprächs vorhin. Ich glaube, ich habe dich da ein bisschen überfahren mit meinem Vorschlag. Ein bisschen ist gut. Ja, ich habe vielleicht auch ein bisschen überreagiert. Ich will dich nicht von allem ausschließen. Ja, gut. Weil eigentlich spricht ja wirklich nichts dagegen, dass wir die Sag Feier... mal, Sebastian, was hältst du davon, wenn du Christinas Taufpate wirst? Was? Ich? Ja, gerne. Aber dann bietet es sich doch wirklich an, wenn wir die Feier auf Königsbrunn machen. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Hey, ich komme dir entgegen, mach dich zum Taufpaten. Und dir? Dir reicht das nicht aus? Doch, das ist schon viel. Und vielleicht ist Königsbrunn wirklich keine so gute Idee. Aber ich hätte da noch einen anderen Vorschlag. Wie wär's denn mit dem Kristallsaal bei der Abtei? Der wäre doch quasi ideal dafür. Ja, das wäre doch ein Kompromiss, oder? Matthias. Na gut, dann. Dann machen wir es da. So, für meine zwei schönsten Gäste. Hast du eine Ahnung, wo Andi sich rumtreibt? Andi, der ist bei Brandner Bar. Ja, genau. Danke. Soll ich mal raten? Raten? Von wem die SMS ist? Ja, guten Tag, Sabel von No Limits. Es geht um die Altlieferung. Wir haben... Fängt sein Name mit A an? Woher weißt du das? Wegen den ganzen Herzen in deinen Augen? So offensichtlich. Ziemlich. Aber das bleibt unter... Klar, keine Sorge. Aber wäre es denn so schlimm, wenn... Ja, was wohl? Ich habe keine Ahnung, ob er sich auch für mich... Naja, immerhin will er dich... Ah. Ja, und? Das zeigt schon so ein gewisses Interesse. Also soll ich mich heute Abend mit ihm treffen, ja? Was ist das denn für eine Frage? Ja, na klar. Oh, warte. Dass ich mich hab breitschlagen lassen. Da seid ihr endlich. Ja, wir wurden aufgehalten. Wollen wir mal loslegen? Ist die Lydia schon da? Nein, die ist wohl verabredet. Aber sie lässt ausrichten, dass sie alles macht, was wir ihr so zuteilen.
Ja, dann würde ich vorschlagen, Tischkärtchen beschriften und Servietten falten. Womit fangen wir an? Taufpate. Wie wäre es, wenn wir Fabian fragen? Ach, Fabian kann nicht extra nur für die Taufe von Australien nach Düsseldorf fliegen. Außerdem habe ich Sebastian gefragt. Was? Wie kommt es denn dazu? Würde mich auch mal interessieren, wo du dich doch vorhin total über ihn aufgeregt hast. Ich habe eben meine Meinung geändert. Und das ist auch gut so. Dein Vater hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber er hat vollkommen recht. Das ist das Beste so. Da hat ja jemand richtig gute Laune. Ja, ziemlich. Das ist aber mal schön. Ich werde Christinas Pate. Wunderbare Neuigkeiten. Das freut mich. Habe ich das richtig gehört? Du wirst Pate deiner eigenen Tochter? Wow, da gratuliere ich ja mal ganz herzlich. Ich glaube, wir haben zu tun. Sag mal, soll das etwa heißen, dass du damit zufrieden bist? Warum denn nicht? Sowas nennt man Kompromiss. Ja, genau, da liegt doch das Problem. Ich meine, letztendlich ist es natürlich deine Entscheidung, aber findest du nicht, dass deine Tochter etwas Besseres verdient hat als diese Sippe von Bauarbeitern? Wie du schon so richtig gesagt hast, ist meine Entscheidung. Herrgott, nochmal, jeder normale Mensch würde versuchen, das Sorgerecht für seine Tochter zu bekommen. Naja. Andererseits, so dämlich, wie du dich in den letzten Wochen angestellt hast, würde dich eh kein Vormundschaftsgericht ernst nehmen. Du, Olli, was kosten uns denn die Cocktails? Einen Kuss. Geht aufs Haus. Da bist du ja. Hey. Ich habe schon die ganze Zeit auf deinem Handy versucht. Ja, das ist auf leise gestellt. Was gibt's denn so Dringendes? 2 Gästelistenplätze für heute Abend. Für den coolen Club, wo du neulich hin wolltest. Heute Abend. Ja, und keine Ausreden. Aber ich kann nicht. Ja, ich muss noch die Bewerbung fertig kriegen fürs Dissertationsstipendium, du weißt. Ist der Abgabetermin nicht nächste Woche? Doch. Na also, dann rocken wir heute Abend wieder so richtig schön ab. Mir ist heute aber auch gar nicht nach Tanzen. Jetzt komm, das wird schon. Bitte. Nimm mich mit. Dich? Mhm. Ich war schon ewig nicht mehr feiern. Ja, das ist doch perfekt. Ja, super. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Partymaus geheiratet habe. Ach, keine Sorge. Um Mitternacht verwandle ich mich wieder in deine treusorgende Ehefrau. Und warum ziehst du mit Tristan los? Keine Ahnung, wir haben einfach geredet, es war Zufall. Aber vielleicht kann er dich ja auch auf die Gästeliste setzen lassen. Leider nicht. Ich muss mich noch an die Verträge für Ansgar setzen. Ja. Und zwar genau jetzt. Schon verstanden. Ich ziehe mich da mal um. Ja, grüß schön von mir, ja? Hätten Sie damit nicht wenigstens noch einen Tag warten können? Ach so, ja. Ja doch, ich verstehe Sie. Aber Sie verstehen wohl nicht, was das für mich bedeutet. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Verdammt.
Schlechte Nachrichten? Der Chef von der Boutique, der hat Anzeige erstattet. Du, ich habe mit Sebastian geredet. Natürlich ohne deinen Namen zu nennen. Und er hat gesagt, dass es da maximal eine Verwarnung und eine Geldstrafe gibt. Ist das so? Nervös? Es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Du siehst toll aus. Ja. Doch irgendetwas nicht in Ordnung? Naja, wie wär's, wenn du die Haare hier so hochsteckst? So. Sieht doch gut aus, oder? Stimmt, hat was. Danke. Übrigens auch dafür, dass du mir bei Tristan aus der Bredouille geholfen hast. Ach, kein Thema. Aber warum sagst du ihm nicht einfach, was Sache ist? Weil, naja, Sachen Jungs ist Tristan etwas schwierig. Er denkt immer, dass keiner gut genug für mich ist. Und so ein typischer Zwillingskomplex. Will mich am liebsten immer beschützen. Was bei Andi auch gar nicht so abwegig ist. Arno hat mir so einiges erzählt. Ich glaube, in ihm steckt viel mehr, als alle anderen denken. Ja, wir waren noch zusammen in dieser Miso-Amerika-Ausstellung und der hat echt viel Ahnung von den ganzen Sachen. Und als er mich vorhin gemalt hat, da hat er sowas ganz... Ja, und vielleicht kann er sogar die Geldstrafe verhindern. Also wenn du willst, frage ich ihn gleich mal. Nee. Lass mal. Ja, aber versuchen könnten wir es doch. Es bringt aber nichts. Dein Superbruder hat nämlich ein kleines Detail übersehen. Was denn? Ich bin vorbestraft. Und wenn das Ganze vor Gericht geht, dann lande ich im Knast. Oha, läuft da was? Mit Helena? Nee, Quatsch. Früher hast du immer nur Frauen gezeichnet, die du in die Kiste kriegen wolltest. Ja, früher vielleicht. Heute auch nicht mehr. Zumindest nicht mehr so oft. Sag ich's doch, du alter Schwerenöter, du. Ja, mit Helena. Die ist super nett, aber mehr läuft da nicht. So. Danke. Außerdem will ich jetzt lieber was Unkompliziertes, so ohne Versprechung und einfach ein bisschen Spaß haben. Und mit Helena hat man keinen, oder wie? Ja, doch schon, aber für jetzt solche lockeren Sachen, da ist sie doch irgendwie ein bisschen zu ernsthaft, zu verkopft. Ja, nee, mit Helena und mir, das passt irgendwie nicht.